überhaupt draußen zu wohnen, das ist so ein tolles Gefühl. Es ist wirklich ein bisschen Freiheit. Wir sehen, wie das Wetter ist, wie das Wetter wird, wie das Wetter war. Dieser Rundumblick, keine Mauern. Man ist einfach viel freier. Schon der Weg zum Domizil von Antje und Guido Schweikart in Kassel ist ausgefallen und ungewöhnlich. Ihre Adresse ist die Hafenstraße. Aber im Gegensatz zu normalen Familien sind die Schweikarts von der Wasserseite aus zu erreichen. Von Land kommt man natürlich auch auf das leicht schaukelnde Zuhause. Herzlich willkommen hier an Bord von unserem Schiff Rheinfels. Das war früher ein Fahrgastschiff für 120 Fahrgäste. Das heißt, wir haben im Prinzip die gesamten Bestuhlung und Tische haben wir rausgerissen und haben Wände reingebaut, weil es macht ja keinen Sinn, 120 Sitzplätze für uns alleine, ist vielleicht ein bisschen viel. Und so entstanden 80 Quadratmeter Wohnfläche auf 2 Ebenen. Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer. Nach dem Umbau hat die Rheinfels alles, was man zum Leben braucht. Der Weg dahin war abenteuerlich. Was man hier im Flur schön sieht, das ist, dass man nirgendwo im Schiff eine gerade Wand hat. Das heißt, wir haben hier oben die Decke rund, das nennt sich Ducht. Die Wände, die haben Winkel von 1,5 Grad, laufen oben zusammen. Der Fußboden fällt nach hinten hin ab. Und naja gut, dann muss man halt irgendwie sehen, wie man die Wände hier gerade hinkriegt. Zum Beispiel im Schlafzimmer einen Schrank einzubauen, ist eine spannende Sache. Dafür wird man im Badezimmer mit einem wunderbaren Ausblick von der Wanne direkt auf die Fulda belohnt. Und die Nachbarn, Ente Emily und Hausschwan Scarface, grüßen täglich. Scarface, komm. Scarface. Das ist mein Leben. Die kriegen auch mit, wenn man drin ist. Die sehen auch im Dunkeln durch die Scheibe, wenn da Licht ist. Dann schwimmen die ja mit einem hin und her durch das Schiff. Ob das jetzt das Scarface ist oder die Enten. Es ist niedlich. Die Küche hat ebenfalls alles, was man braucht, auch wenn Antje sich auf das Notwendigste beschränkt. Viel Geschirr hat sie nicht und für ihre 1,82 Meter auch nicht viel Luft nach oben. Ich kann hier nicht stehen, aber wenn mein Neffe kommt mit seiner Freundin, die ist sehr klein, dann schnippelt sie hier und ich schnippel da, weil man merkt ja, es wird hier immer höher. Seit 2008 leben der Berufsschullehrer und die kaufmännische Angestellte in ihrem schwimmenden Zuhause. Beim Ablegen sind die zwei ein eingespieltes Team. Auch wenn nur Guido als Schiffsführer den passenden Führerschein hat, ein so großes Gefährt macht man eben nicht alleine startklar. Okay, Leinen los, Lego! Etwa 2 bis 3 Mal im Monat gehen die Schweikarts mit der Rheinfels auf Fulda-Kreuzfahrt. Aber wo bekommt man denn ein gebrauchtes Fahrgastschiff her? Also eine Internetseite, Fahrgastschiff kaufen gibt es zwar, aber die sind nicht doll gepflegt. Das heißt, da muss man einfach an die Leute mal ran und muss mal gucken, rein rauf, rein runter und einfach mal fragen, sich mit denen unterhalten. Kriegt man viele Informationen und so sind wir dann eben nach Königswinter gekommen, zu einem Herrn Schmitz, der das Schiff gerne verkaufen wollte und wir kamen gerade im richtigen Moment. Ja, und dann hatten wir das Schiff. Während seiner Ausbildung hat Guido schon mal 1 Jahr lang auf dem Wasser gelebt und das hat ihn nie ganz losgelassen. Und seine Antje hat er schnell vom Leben in der Natur begeistert. Es folgte also ein Notartermin, ganz wie beim Hauskauf auch. Ansonsten ist aber nichts einfach mal so gemacht wie beim Hauskauf. Überführung, Umbau, Anstrich, Liegeplatz, so viele Fragen. Man kann ja nicht unbedingt seinen Nachbarn fragen, wie er es gemacht hat, weil wir haben hier keine Nachbarn. Die nächsten sitzen in Hameln, aber das sind auch alles Hausboote, die nicht mehr fahren oder nicht fahrtüchtig sind. Und Fahrgastschiffgesellschaften, die haben halt andere Probleme im Ausbau, als wenn man auf so einem Schiff wohnen will. Und deswegen muss man sich ziemlich viel überlegen und probieren und dann wieder rausreißen. Aber ich denke mal, mittlerweile haben wir es ganz gut hingekriegt. Wer jetzt denkt, das Hausbootleben sei ein Schnäppchen, weil die Grundsteuer eingespart wird, der irrt. Ein Liegeplatz auf dem Wasser kann je nach Lage auch eine 4-stellige Summe im Jahr kosten. Trotzdem würden die Schweikarts ihre Rheinfels nie wieder gegen eine Bleibe an Land eintauschen. Denn sogar die Hafenmauer ist ein romantischer Meilenstein, nicht nur in der Hausbootgeschichte. Hier habe ich meinen Heiratsantrag bekommen. Das war das allererste Mal, wo wir gemeinsam mit dem Schiff hier waren. Und Guido hat es überführt. Und dann rief er Antje Kommern und war hier gerade am Drehen. Wir steuerten auf die Mauer zu und hat mich dann gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und das musste ich mich beeilen, weil sonst wären wir gegen die Mauer gedonnert.
Natürlich hat sie schnell Ja gesagt und ist so samt Schiff in den Hafen der Ehe eingelaufen. Und jetzt genießen die Hausbootbesitzer jeden Tag ihren Traum vom Wohnen auf dem Fluss. Es ist einfach nur schön. Ich möchte nicht mehr runter, auf gar keinen Fall.